Meine Damen und Herren, Außenschluss der Lately Show in Berlin. Das sind die Lately News. Alles andere draußen sind nur Fake News. Deshalb fangen wir an mit den Nachrichten aus dem Inland. Berlin. Ich weiß nicht, ob ich schon einmal vom neuen Berliner Flughafen in Schönefeld, dem, ich hoffe, ich spreche das jetzt hier richtig aus, BER, erzählte, aber dieser ist immer noch nicht fertig. Und auch erst seit 7 Jahren oder so und hat gerade einmal nur etwa 6 Milliarden Euro gekostet. Geradezu ein Schnäppchen für Berliner Verhältnisse. Dass es aber nicht anders geht, zeigt der geplante Bau des Museums der Moderne als Erweiterung der neuen Nationalgalerie. Diese sollte eigentlich 200 Millionen Euro kosten. Jedoch hat nun Kultusministerin Monika Grütters neue Zahlen vorgelegt und so soll der Bau jetzt kostengünstige 400 Millionen Euro kosten. Das Museum der Moderne soll eigentlich die komplette Sammlung aller Relikte des 20. Jahrhunderts beherbergen, für die in der neuen Nationalgalerie einfach kein Platz mehr ist. Denn alleine die üppige VHS-Sammlung von Friends samt hunderter Kopien und der dazugehörigen Abspielgeräte, sogenannte, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, VHS-Rekorder, nehmen so viel Platz weg, dass neu gebaut werden muss. Für 400 Millionen. Oder ein Rachel oder 800 Millionen Joeys oder ein BR-Terminal. Hamburg. Um ihren Protest gegen die Klimapolitik der Bundesregierung noch mehr Stimme zu geben, haben die Fridays for Future in Hamburg bekannt gegeben, dass sie nicht nur planen, den Autoverkehr in Hamburg durch Sitz- und Straßenblockaden an diesem Freitag zu stoppen, sondern auch noch die komplette nächste Woche. Zu den Demonstrationen werden außerdem über 10.000 Menschen erwartet, da neben dem Fridays for Future auch das Agrarbündnis Wir haben es satt, die Umweltorganisation Bund und die Flüchtlingsinitiative Seebrücke Berlin teilnehmen werden. Allerdings bedeutet dies nun auch, dass nächste Woche gerade sehr viele Kinder nicht mehr von ihren Eltern mit dem Auto zur Schule gebracht werden können. Ihnen droht jetzt, dass sie zur Schule selber, und ich hoffe, ich spreche das jetzt auch wieder richtig aus, gehen müssen. Daraufhin haben sich bereits 10.000 Schüler zu Wort gemeldet und meinen, also Klimaschutz ist ja schön und gut, aber wenn wir nicht mehr von Mami und Papi zur Schule gefahren werden können, dann hört der Spaß ja aber mal eindeutig auf. Denn irgendwo muss der Klimaschutz auch mal Grenzen haben, oder? Kommen wir nun zu den Nachrichten aus dem Ausland. Monaco. Hätte sich Ben Johnson vor 30 Jahren bei der Dopingprobe cleverer angestellt, er würde vermutlich heute einer der schnellsten und berühmtesten 100-Meter-Sprinter der Welt sein. Hätte er bei der Dopingprobe nicht seinen Urin abgegeben, sondern den seiner Freundin. Außer natürlich, die war eine ukrainische Gewichtsheberin. Genau das hat der ehemalige NBA-Spieler Donald DJ Cooper versucht, als er, um für die bosnische Basketball-Nationalmannschaft spielen zu können, einen Dopingtest absolvieren musste. Und so gab er den Kontrolleuren bei der Dopingprobe nicht etwa seinen Urin, sondern den seiner Freundin. Keine Ahnung, wo er den versteckt hatte, da er nackt zum Test musste. Die gute Nachricht, die Urinprobe ergab, dass er nicht gedopt war. Die schlechte Nachricht war, dass die Kontrolleure bei dem Test feststellten, dass die Werte des Human-Chorion-Gonadotropin extrem hoch waren. So hoch, wie es nur bei Schwangeren sein kann. Ich könnte mir vorstellen, dass es für die Kontrolleure seltsam war, dann dem 28-Jährigen zu sagen, dass er durch den Dopingtest gefallen war, ihn aber auch gleichzeitig mit ein paar extra gekauften Ballons zur eigenen Schwangerschaft gratulieren konnten. Melbourne. Wer kennt sie nicht, die berühmten Pyramidensysteme, wo nur der reich wird, der am Anfang der Pyramide steht. Und was bei uns in den 80er und 90er Jahren viele in ihr Verderben zog, ist am anderen Ende der Welt in Australien immer noch ein gefährlicher Trend. Schlecht ist nur, wenn man ein Pyramidensystem aufbaut, wo man zwar der Anfang ist, aber eben auch alle Ebenen danach. So ähnlich ist es einem Versicherungsmakler in Melbourne ergangen, nachdem ihm sein Chef gedroht hatte, dass, wenn er nicht mehr Verträge an den Mann bringt, er entlassen werden würde. Also begann er Versicherung einfach an sich selber zu verkaufen. Natürlich nicht in seinem Namen, sondern er verkaufte diese an erfundene Person und kassierte dafür Provision von mehr als 200.000 australische Dollar. Zu seinem Verhängnis wurde ihm nur, dass sein Chef ihm die Provision wieder abnehmen könnte, wenn die Verträge nicht pünktlich bezahlt werden. Und so bezahlte er monatlich für alle Versicherungen die Beiträge, was wiederum seine Provision nach und nach auffraß. Dit ist Australien, nicht ohne Grund Englands ehemalige Gefängnisinsel. Noch zum Abschluss das Fake News Medium der Woche.
ist dieses Mal eindeutig das Kinderdoc-Magazin. Denn es hat sich gezeigt, dass das Failing Kinderdoc-Magazin nur vollgestopft ist mit Fake News. Als einer der bekanntesten News-Anchor südlich von Grönland können mir normale Krankheiten wie eine Grippe oder Durchfall oder gar Sterblichkeit nichts mehr anhaben. Ganz im Gegenteil. Berühmte Menschen upgraden sich bestenfalls viral mit Syphilis, Größenwahn oder Tütensuppe. Um aber das zu bekommen, gehen wir nicht etwa zu normalen Doktoren wie der Pöbel, sondern uns behandeln nur die Besten. Sei es Dr. Brinkmann aus der Schwarzwaldklinik oder Dr. Pepper am Cola-Automaten. Oder Dr. Mario, indem er ein ordentliches Rohr verlegt, damit die Dusche im Bad nicht mehr so tropft, wenn er Rohre verlegt. Und als ich gerade deswegen bei ihm war, fiel mein Blick auf die neueste Ausgabe des Kinderdoc. Der Kinderdoc ist der prominenten Schirembel. Und wenn du nicht weißt, wer oder was ein Schirembel ist, bist du zu Recht da, wo du bist. Denn in diesen stehen immer die neuesten und besten viralen Promi-Upgrades. Deshalb leide ich unter Dr. Oetker Backmischung. Deshalb seid gewarnt, alle Nicht-Kenner des Kinderdoc-Magazins, die Dr. Gabriel legt die Fake News-Karte an euch und ihr steht ab sofort unter der Beobachtung der gesetzlichen Krankenkasse. Pöbel. Das waren die Lately News. Wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.